Es ist soweit, die neuen Intel-CPUs der 12. Generation wurden vorgestellt. Der Codename von Core i12000 lautet Alder Lake, auf Deutsch auch Erlensee. Aber lassen wir das. In der ersten Runde wurden von Intel erstmal nur ein Teil der Desktop-Prozessoren vorgestellt. Die mobilen CPUs sollen nach den aktuellen Gerüchten erst im Frühjahr kommen. Video zu den Alder Lake Gerüchten gibt's rechts oben in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Die neuen CPUs haben eine grundlegende Neuerung: das Big Little Design von ARM. Hier besteht die CPU nicht nur aus mehreren gleichen Kernen, sondern aus effizienten und leistungsstarken Kernen, wobei nur die leistungsstarken hyperthread-fähig sind. Der Intel Thread Director sorgt dann dafür, dass die Aufgaben richtig verteilt werden. Insgesamt sind es 3 bzw. 6 neue Chips, 3K und 3xKF. Für 699 € bekommt man beim i9 12900K 8 Power und 8 Efficient Cores. Insgesamt also 16 Kerne und 24 Threads. Bis 5,2 GHz kann bei den großen Kernen getaktet werden und bis 3,9 GHz bei den kleinen. Die PBP Processor Base Power liegt bei 125 Watt und die Maximum Turbo Power liegt bei bis zu 241 Watt. Für die KF-Version gilt dasselbe, nur ohne die iGPU UHD 770, was für einen 30 € niedrigeren Preis sorgt. Nur noch 4 effiziente Recheneinheiten gibt es dann im 12700K. Mit den 8 starken Recheneinheiten sind das dann 12 Kerne und 20 Threads. Im Gegensatz zum großen Bruder darf die CPU sich im Turbo nur maximal 190 Watt genehmigen. Im Vergleich zum Vorgänger steigt der Preis um 30 €. Kommen wir zum momentan kleinsten Modell, dem Core i5 12600K. Seine 10 Kerne und Threads setzen sich aus 6 großen und 4 kleinen Cores zusammen. Die Leistungsaufnahme liegt bei ebenfalls wieder 125 Watt. Das Maximum im Turbo liegt bei 150 Watt. Kosten würde es den Kunden aktuell 329 €. Noch zu den Preisen: da es von Intel keine UVP in Euro gibt, sind die genannten Europreise die meisten Händler aktuell so angeben. Der Marktstart war am 4. November. Gut, neue Architektur, aber wie viel mehr Leistung bringt das jetzt? Intel sagt hier, im Gaming ist der 12900K besser als der Vorgänger und in den meisten Fällen auch besser als der Ryzen 9 5950X von AMD. Im Großteil 10% und mehr Vorsprung. In Content Creation einen Giant Leap, so Intel. In einem Test sogar doppelt so viel Leistung wie der 11900K. Der große Leistungssprung macht auch Sinn, da sich beim i9 die Anzahl der Kerne verdoppelt haben. Hier noch eine Grafik von Intel, da sieht man auch wieder einen deutlichen Vorsprung zum Vorgänger. Zu den anderen CPUs macht Intel leider keine Angaben zur Performance. Das sagt Intel, aber auch andere Tests bestätigen einen großen Performance-Sprung. Schauen wir uns mal zum i9 12900K Benchmarks an. Hier sieht man im Vergleich zu AMDs Top-Modell im Single-Core einen klaren Vorsprung und im Multicore ist es je nach Benchmark ein wenig anders, aber sie liegen relativ nahe zusammen. Verglichen mit dem Vorgänger, dem 11900K, hat die neue CPU einen deutlichen Vorsprung, vor allem im Multicore. Dort hat sich ja auch die Kernanzahl verdoppelt. Dasselbe Spiel lässt sich auch beim i7 12700K und beim i5 12600K beobachten. Weitere und ausführlichere Tests verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da ich keine Test-CPUs habe, kann ich hier nur aufs Internet zurückgreifen. Also abonnieren, dann wird es in Zukunft vielleicht was mit eigenen Test-CPUs. Mit der neuen Generation kommen auch noch weitere Neuerungen. Das wären DDR5-RAM, PCI Express 5.0, die neuen Chipsätze Z690 und so weiter und der neue Sockel LGA 1700. Das war soweit alles Wichtige. Ich glaube, dass Intel Alder Lake einen großen Fortschritt zur 11. Generation macht. Die Preise sind zwar gestiegen, aber erstens waren die Vorgänger für Intel-Verhältnisse relativ preiswert und zweitens bieten die neuen Prozessoren einem auch einiges mehr. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit den mobilen CPUs aussieht, dann schaut ins Intel Alder Lake Gerüchte Video rein und ansonsten dürft ihr mir gerne Feedback in den Kommentaren dalassen. Ciao!